Echt diese Spring Power Box, die ist hier drin, oder? Naja. Ich meine, man hat ja trotzdem bei dem Event noch die Chance auf ein 10% Speedset oder auf ein Speedset generell. Aber man muss halt aus der Spring Gift Box auch tatsächlich die Lucky Box ziehen mit einer 0,35% Chance. Und ich glaube, von dieser Spring Gift Box kann man maximal 29 Stück haben. Weil man jeden Tag nur eine bekommt und das Event ist 28 Tage plus 1. Weil es am Tag, wo es beendet wird, läuft es ja auch noch. Also es ist immer einen Tag mehr. Also quasi immer 29 Tage und nicht 28. Und das heißt, du hast 29 mal die Chance von 0,3%. Ja, wenn man genug Charakter hat, wird man schon das ein oder andere Speedset bekommen. Aber aus der Sprinky Power Box kriegst du ja dann auch nur zu 5% ein Speedset. Also bei 23 Chars. Wie viele Sprinky Powerboxen werde ich da kriegen? Vielleicht so unter 10 wahrscheinlich. Unter 10. Weil ich habe es auch nicht jeden Tag gemacht, das Event. Und ich mache es auch nicht mit allen Chars tatsächlich. Ich mache es nur mit 22 Chars mache ich es nur. Also 22 Chars. Also vielleicht kriege ich ein 10% Speedset. Vielleicht, wenn ich Glück habe. Und das hat aber auch nur, weil ich 22 Chars habe. Also jemand, der nur 2 Chars hat oder selbst wenn er 8 Chars hat, ist die Wahrscheinlichkeit auf ein 10% Speedset bei diesem Event verhältnismäßig 0. Oder sehr gering. Welches Event denn noch? Das ist das gleiche Event. Du musst auch täglich einen Greemong töten für das Punkte-Event. Und bei einem Greemong-Kill bekommst du eine Spring Gift Box. In der Spring Gift Box ist das Spring Keep House Set und das ist ein Speed-Set. Und da kannst du auch ein 10% Speedset bekommen. Das ist das gleiche Event. Das ist nicht mal ein anderes Event, das ist einfach das gleiche Event. Das war ja sowieso, das ist ja auch das, so wie es so ist, ist es ja normalerweise. Wenn man die Chance hat auf ein seelengebundenes Speedset aus einem Event, ist es ja normalerweise so, du hast eine Lucky Box, extrem unwahrscheinlich, das gleiche wie mit den CS-Pads quasi. Das ist eine extrem unwahrscheinliche kleine Chance darauf, dass du tatsächlich ein CS-Pad oder ein Speedset bekommst. Und das Speedset ist meistens, außer beim Second Anniversary, da war es tatsächlich anders. Aber das Speedset, oder auch beim New Year Event, bei dem Lucky Wheel, da war es tatsächlich auch anders. Aber in der Regel ist es so, dass du diese Speed Lucky Box bekommst und eben nicht direkt das Speedset. Das heißt, du kriegst die Lucky Box und dann musst du nochmal Glück haben, dass aus der Lucky Box 5% Chance, also brauchst du im Schnitt bis zu 20 Boxen, dass da dann tatsächlich auch noch das 10% Speedset drin ist. Kannst du natürlich auch ein 2%, 4%, 6%, 8% ziehen. Und so ist es ja normalerweise und deswegen war es ja auch so, deswegen habe ich ja von Anfang an gesagt, es wird wahrscheinlich, die Sache wird irgendeinen Haken haben, habe ich ja von Anfang an gesagt. Oder also befürchtet. Weil es ja sogar das gleiche Event ist. Und warum sollten sie 2 Speedsets in ein Event packen? Ich meine, klar, manchen geht es ja auch eher um die Skins und nicht um den Speed. Man braucht ja nur ein 10% Speedset, danach ist ja alles nur noch Skins, eigentlich. Wenn man mal eins hat. Aber, also mir kam das von Anfang an spanisch vor. Deswegen habe ich auch meine Bedenken geäußert, aber ich habe halt einfach gehofft, dass es nicht so ist. Aber jetzt hat es sich halt bestätigt. Also wenn du jetzt nicht sau viele Chars hast, kannst du ziemlich sicher davon ausgehen, dass du kein 10% Speedset bekommen wirst. Also da musst du schon wirklich geistesgestört reinlacken. 0,35 Chance und dann nochmal eine 5% Chance. Das ist nicht viel. Das ist sehr wenig. Und keine Kompensation, ja, finde ich auch schwach. Also ich finde, sie hätten uns zumindest 25 Punkte zurückgeben müssen, jedem, der es eingelöst hat. Weil, also ich würde jetzt mal behaupten, 99% aller Leute, die sich das Picknick-Set geholt haben, haben sich wahrscheinlich haben sich safe wegen dem Speed-Bonus geholt. Und das heißt, all diese Leute haben jetzt ja eigentlich ihre Punkte rausgeschmissen für etwas, was sie eigentlich gar nicht haben wollen, weil sobald der Speed nicht mehr drauf ist, wollen sie es ja nicht mehr. Also müsste man da eigentlich schon eine Rückerstattung machen. So, du hast was gekauft, was du gar nicht wolltest. Hier kriegst du deine Punkte zurück. Ich meine, gekauft ist natürlich wieder ist relativ, aber 50 Punkte ist schon viel. Das sind 50 Punkte von 5 Tagen Event quasi. Das ist nicht wenig.
Das sind 5 Tage, wo du jeden Tag alle Aufgaben von dem Event gemacht hast. Gut, die Aufgaben sind nicht allzu kompliziert, okay. Also, ich meine, es gibt Schlimmeres. Aber, ich meine, imagine, das Set hätte 200 Punkte gekostet oder so. Und sie hätten es danach erst aufgelöst, dass das ein Fehler ist. Aber 50 ist schon auch ziemlich brutal. Ich meine, es ist legit das teuerste Item gewesen, neben dem Shop-Vendor.